Seid ehrlich, Leute. Werdet ihr noch mal einen dritten Arbeitstag in die SCP Foundation zurückgekehrt? Am ersten Tag musste irgendwer in der Wüste Müll sammeln und wurde dann bei lebendigem Leibe verbrannt. Ein toller Tag. Am zweiten Tag sind wir in irgendeine Einrichtung eingedrungen, weil dann SCP frei rumgelaufen ist, wo dann alle aufgehangen wurden. Alle. Wirklich alle. Und jetzt kommen wir den dritten Tag zurück und ich frage mich echt, was heute passieren wird. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Projekt gefällt. Ihr wollt unbedingt mehr haben, also machen wir. Natürlich weiter. Einen weiteren dritten Tag kehren wir zurück in unser kleines Büro, in unser Archivbüro, um zu sehen, was in der SCP Foundation wirklich passiert. Okay, wir haben hier irgendwelche Daten. Was? SCP-660. Das Objekt ist ein asymmetrisches Tongefäß mit einer Höhe von 23 cm und einem Durchmesser von 28 cm. Aber lassen Sie sich nicht von dessen Erscheinung täuschen. Es ist ein Organismus. Eine Gebärmutter. Eine Gebärmutter aus Ton? What? Aber wie? Okay, die haben mir ein paar Experimente gemacht und Hautfetzen in das SCP gelegt. Zellproben des Gewebetransplantats wurden gezüchtet und weisen eine Prädisposition für präkanzeröse und kanzeröse Wucherungen auf. Okay. Aber was ist das schon wieder hier? Hä? Ein Tongefäß, was Sachen lebendig macht oder was? Hier wurde eine Gewebeprobe 2 Monate eingelagert in diesem Tongefäß und dann hat jemand diese Haut transplantiert bekommen und hat dann Verbrennung erlitten. Oh, und hier haben sie eine lebendige Maus reingesteckt. Warte, was? Aber sie haben vorher von der D-Class das Bewusstsein in die Maus gepflanzt. Also sie haben in der Maus ein menschliches Bewusstsein reingesteckt und die Maus dann in das Tongefäß geschmissen? Und dann haben sie versucht, sein Bewusstsein wieder in seinen Körper zu machen, aber es ging nicht. Also haben sie sich mit der Maus verbunden und interviewen jetzt die Maus? Also, wir haben aber die Klassifizierung sicher. Können wir einfügen? Klassifizierung sicher. Ne? Das ist es auf jeden Fall. Also, die haben es dann als sicher eingestuft, weil es macht scheinbar nichts Krasses. Also auch hier dieses Interview mit der Maus war dann auch nur, ja, war halt nicht so cool im Tongefäß. War halt eng. Also keine Ahnung. Eine Gebärmutter aus Ton. Schon sehr wild. Das ist also die Beschreibung hier. Sicherheitsmaßnahmen und Beschreibung. Wir senden das mal so ab. Oh, und jetzt haben wir SCP-143. Hier geht es um irgendwelche Bäume. Objektnummer 143 haben wir aber. Okay, also SCP-143 ist einfach eine Baumplantage mit 300 Bäumen, aber die Blütenblätter sind brutal scharf. Alles, was damit in Verbindung kommt, wird einfach komplett zerschnitten, also komplett brutal. Deswegen soll man sich nicht nähern und ist daher auch eingedämmt worden, dieser komplette Bereich, wo die Bäume stehen. Weil hier steht auch drin, dass da irgendwelche Mitarbeiter irgendwas aufräumen sollten. Es lagen viele Blütenblätter auf dem Boden, weil das sind alles Kirschbäume. Diese japanischen Kirschbäume, die so extrem viele Blätter haben. Dann wurden die Blätter mit Wind rumgewirbelt und alle Mitarbeiter, die da waren, waren dann nicht mehr da. Zumindest nicht am Stück. Okay, das senden wir mal ab. Jetzt haben wir SCP-261. Scheinbar. 261 ist an Strom angeschlossen. Haben wir noch irgendwelche Sicherheitsbestimmungen? Okay, warte. 261 kenne ich 261? Also SCP-261 produziert einfach Essen, wenn man ihm Geld gibt. Man schmeißt Geld rein und Essen oder Trinken kommt raus. Ist sicher. War nicht so spannend. Oh, jetzt kriegen wir aber endlich wieder Nachrichten. Sehr gut. Endlich was Spannendes. Hey Leute, habt ihr nicht vergessen, mich auch zu fragen? Vielleicht will ich auch mitkommen? Wo auch immer ihr hin wollt, heißt das. Wir werden an der monatlichen Vorlesung teilnehmen. Monatliche Vorlesung? Fragezeichen. Was für eine monatliche Vorlesung? Eine berühmte Person wird eine Vorlesung halten. Dr. Trevor hält eine Vorlesung über SCPs. Interessant. Bin dabei. Wenn ich dabei sein darf, heißt das. Ich werde dir den Link zur Vorlesung schicken. Einen Moment. Okay. Daniel Trevor, SCP-1762 und ich. Daniel and Dragon. Was ist SCP-1762? Ist das ein Drache? Drachen? Let's go. Okay. There are many stories in this world. Some are read widely all over the world. Some are hidden in dust and known only by a handful of people. Oder ist das ein Intro zur Vorlesung? Today I'm going to tell you a story no one else has heard before. Alright. A real story of mystery and wonder
and adventure. And then you too will become the guardian of this story. The story takes place in a world of long ago. Daniel and Dragon. The hero of our story is a little boy. His name is Daniel. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Daniel and Dragon klingt auf jeden Fall gut. Nowhere, Daniel got a serious case of chickenpox. It made him look like a strawberry. Okay, ist das ein Kinderbuch? To make sure he didn't Kinderbuch? spread it to others, Mrs. Page, the principal, had him isolate in an attic. Okay. And so, in the attic he lived, all on his own. Daniel musste alleine im Dachboden leben. Mr. Daniel, while up here in this attic, you'll have plenty of time to practice your penny. Er hatte Windpocken und wurde auf dem Dachboden eingesperrt. Practice well and prepare for next month's art festival. But Mrs. Page, the melody is so difficult. Don't give up, boy. You Er soll don't Flöte give up spielen? before you fight. Er soll Flöte üben auf dem Dachboden. Okay, wir können umblättern. Daniel was reluctant at first, but he trusted Mrs. Page, and he knew he should listen. And so he practiced the penny whistle. Okay, müssen wir jetzt... Oh. FDSA und Space ist ja hier, ist ja wie, Friday Night Funkin' oder was? Friday Night Funkin' auf Wish bestellt. Ey, jetzt muss ich hier echt so ein Lied spielen. What? Ey, ich hab gedrückt. Was? Okay, man muss wirklich im richtigen Zeitpunkt drücken, sonst geht's nicht. Okay, aber funktioniert doch gut. Paar Töne verpasst, aber... Suddenly, Was he ist heard some das? strange noises in the corner of the attic. Komische Geräusche. Huh? Who's there? Daniel decided to go over and take a look. Ein Drache? Ich bin nur wegen den Drachen hier. Wenn's... Oh, jetzt können wir uns endlich selbst bewegen. Let's go. Okay. Geräusche auf dem Dachboden. Was? Oh, It was a mousetrap, and there was a red origami paper dragon inside of it. oh, ist das SCP mit den Papierdrachen? Oh no. Daniel carefully removed it. Die Story ist so traurig. It was marvelous and beautiful. Ein The only Papierdrache. problem was part of its wing was damaged. But Daniel found a way to repair it. Okay. Er hat ihn repariert. Aha, sehr gut. Gegenstände auswählen, um Papierdrachen zu reparieren. Mm-mm. Das? Ah! Perfekt! Daniel held the repaired paper dragon high up in the air, imagining that it soared over all the world below. Guck ihn dir an. Den Drachen. He played and played with the paper dragon. Wee! Woo! Dragon! Soar! Der Drache fliegt. In the warm afternoon sun, Daniel had to fight his eyelids just to keep them open. Und der Drache fliegt zurück Could it in den Karton. Das ist eins der coolsten- Or is this all just a dream? Das ist eins der coolsten SCPs, meiner Meinung nach. Der Karton mit den The next day, Papierdrachen. with boredom and loneliness weighing him down, he began to fiddle with the old radio. Okay. Our town is located in the plains, where earthquakes are not particularly common. Although there are 17 fault zones around us, they are all inactive. Okay, keine Erdbeben hier. Gut. Wieder was gelernt. Schön, schön. A scrunched up ball of paper rolled over to his feet. Okay. Where did this paper ball come from? Just Oh. as Daniel went to Wo ist pick es it up, hergekommen? the ball suddenly came to life.
and it rolled away. Ist eine Papierkugel, Daniel chased after it. die selber rollen kann. Okay, und wir sollen der Papierkugel folgen, oder was? Oha! Speedy Gonzales, die Kugel. Ey, bleib mal stehen! Ey, stopp! Stopp! Was soll denn das? Komm her, komm her! Kann ich das Ding auch fangen? Wir haben's. Just as he was about to seize the rolling paper ball, suddenly, terrible sparks erupted from it. Before his Blitze? very eyes, the paper ball began to What? grow bigger and bigger. Was ist denn jetzt los? At that moment, a red figure suddenly appeared. Der Drache! Nimmt die The Papierkugel red mit? figure quickly subdued the paper ball and threw it into a cardboard box. Okay. Daniel studied the red figure carefully. Es ist der Drache. Der hübsche Drache ist zurück. It had a sticker on its fluttering wing. It was the paper dragon. Der I Papierdrache ist da. wasn't dreaming. Thank you for saving me. Ist er größer Daniel was geworden oder sieht das grateful nur so and aus? very happy. He walked closer to the paper dragon, but the paper dragon seemed timid and afraid and backed away. Just then, Daniel had an idea. Der Drache hat Angst. He took out his penny whistle and slowly played a tune. Ah, müssen wir wieder Musik spielen. Jetzt für den Drachen. Musik für den Drachen. Okay, es ist ja eine sehr interessante Folge heute auf jeden Fall. Jetzt spielen wir ein hübsches kleines Lied für den Drachen. Aber das SCP ist so nice, dieser Papierkasten oder der Karton mit den Drachen drin. Wenn das der gleiche ist, also wenn es der ist, dass ich denke, dass es ist, so rum. Aber ich denke mal schon. So eine schöne Melodie. Haben wir geschafft. Erste The Sahne paper mal dragon wieder. enjoyed the sound very much. It Der began to Drache move wird along glücklich. with the rhythm, flipping up and down in the air. Oh, wie nice. Soon Ja, es ist the two richtig were playing schön. and dancing, just like old friends. Beide am Tanzen. Genießen die Musik. Oh! Was ist denn jetzt los? The paper dragon traced out a beautiful arc in the air, communicating with Daniel in a unique way. Was? Er hat sich in ein Stück Papier verwandelt. Was steht drauf? Friend, after many long years, we finally meet again. Mein lieber Freund, wir treffen uns endlich wieder. How has your family been? A great thank you for playing that music for me. Okay. You know how I love the beautiful rhythm of that instrument. But Wie alt- we ought to take precautions, as the room is not stable. Do you still remember how the room works? You're welcome to visit anytime. Der Drache sagt zu Daniel, Piece zu of paper Daniel, then changed back into the shape of a dass er ein paper alter dragon Freund ist? and flew into the cardboard box. The box closed shut, and a calm silence was restored to the attic. Die Drachenbox ist das. Daniel rushed to find a watercolor pen and marked the box with excitement in his fingertips. Oh, was schreibt er drauf? Here lie dragons, ne? Steht da drauf, oder? Nee, here be dragons. Here be dragons. Here be dragons. Ich liebe diese Box mit den Drachen drin, Leute. Das ist mein Lieblings-SCP. Over the next few days, Die Story ist aber the so paper traurig. dragon came out often to play with Daniel. During this time, Daniel introduced many of his friends to the paper dragon. Oh, okay. Ah, die beiden gucken My aus dem... cat's name is Mrs. Ah, die Carter. Katze. Ever since I secretly fed her some fish for dinner, we've been good friends. Gute Freunde mit der Katze.
Und dem Hund. This is Jessica's pet. He doesn't like Rainy Day or Mrs. Carter. Only smoked sausages for his taste. Duke mag Würstchen, kann ich verstehen. And now, we are friends too. My name is Daniel. What's your name? Daniel und der Drache jetzt auch Flapped its Freunde. wings, as if it didn't understand him. Huh. Well, since you like the sound of the penny whistle so much, why don't I just call you Penny? I'll keep practicing to make it sound better. Er nennt den Drachen Penny. Daniel and Penny then played baseball together in the attic. Let's play cat. Okay, die spielen mit dem Ball. Ob das gut endet? Oh, der Drache ist hier. Guck ihn dir an. Okay, wir müssen werfen, oder was? Und er holt das Ding. Ah, ja. Yes. Wir werfen. Zack. Oh, wo ist der Ball hingeflogen? Da wollte ich gar nicht hinwerfen. Ich wollte nach da hinten werfen. Yes. Ah. Wir haben einen Just as they were in Drachenfreund. the middle of enjoying themselves, a violent shaking suddenly rose from the ground. Oh! Was ist denn jetzt passiert? The stubborn earthquake is back at it, folks, and it seems even stronger than last time. Ein Erdbeben. At this moment, the box suddenly shot open, and thick Oh. clouds of smoke billowed out, followed by several paper balls. Rauch aus der Box. Penny attacked the paper balls without a moment's hesitation and promptly threw them back into the box. Penny schmeißt alles wieder in die Kiste. Penny then flew around in front of Daniel and rushed right back into the box. As Und the box Kiste? closed, the earthquake stopped. Kiste wieder zu. Erdbeben zu Ende. Facing a friend's farewell without a formal goodbye, Daniel felt confused and lost. He moved the Oh. box to the center of the attic. Facing it, he practiced his penny whistle day in and day out. Er hat immer seine Flöte gespielt. Für die Box. Er gibt sich As the Mühe. days went by, Daniel's playing became smoother. Die Melodie wird immer schöner. One day, the box suddenly began to move. Oh, und wieder Rauch. Huh? Aber nicht der Drache. Wo ist der Drache? One, Oh doch. 2, 3, 4. 4 This Drachen. time there were 4 paper dragons. 4 Drachen. But they weren't alone. Und ganz viele Enemies began Kugeln. to jump out of the box too. Ganz viele von den Kugeln. Earthquake! Another earthquake! This time Oh. it's reached a magnitude of 5.8. Und ein heftiges In that Erdbeben. small attic, the 4 paper dragons fought fiercely against the paper balls. Die Drachen kämpfen This gegen die time, Kugeln. the paper balls use new tactics. They clump together into a single monstrous ball of paper. It began Eine to shoot Riesenkugel. strong bursts of electric sparks at the paper dragons as they flew through the air. As they were hit, the paper Oh, dragons no. fell from the air, one after the other. Das Seeing the injured paper ist nicht dragons, gut. Daniel felt very distressed and anxious. Just then, one of the paper dragons painfully started to fly and Was macht er gathered denn the jetzt? remainder of its power. The paper dragon Oh. transformed into a great beam of light and dove straight down to pierce through the monstrous paper ball. Er hat die Kugel zerstört. And then came another paper dragon. The monstrous paper ball was blasted to bits, exploding into smaller paper balls. Und alles, Trembling, they struggled to escape back into the box. alles wurde wieder in die Kiste gebracht. The sacrificed paper dragons were reduced to swirling shreds of Aber paper, zwei Drachen wurden and a zerstört. silence pervaded. Peace and tranquility were restored once again to the Alter. attic. Daniel saw the remaining 2 paper dragons lying on the floor. 2 badly Drachen hat's wounded. erwischt.
Aber He der rushed to grab some stickers and treated them at once. rote Drache und da, der rote und der blaue Drache. Einsammeln. Vorsichtig aufheben. Zack. Und auch vorsichtig aufheben. Die beiden müssen wir ein bisschen reparieren. Suddenly, countless Oh! paper dragons began to gush from the box. Ganz viele Drachen kommen raus. What? The two wounded paper dragons were repaired and began to fly. Like two colored threads, they merged with the other dragons, flying in unison. Alter, alle Drachen sind The unterwegs. dragons moved like a tide, flying freely through the attic. Daniel Daniel eagerly spielt took out seine his penny Musik. whistle. He showed all his paper dragon friends the results of his hard work and practice. Daniel spielt jetzt, also müssen wir jetzt spielen. Oha, ist wirklich viel schöner. Daniel hat geübt, jetzt ist alles nice. Ah, ich habe einmal verpasst, nein. Und die ganzen Drachen sind auch auf dem Dachboden. Das war eine entspannte Folge, Leute, oder? Niemand wird von Monstern verfolgt und getötet. Alles ganz entspannt. Aber macht er gut, der Daniel. Macht er gut. Die Melodie ist so schön. So schön. Wirklich. Was passiert jetzt? In the sweet melody of his playing, Daniel felt himself enter into the world of dragons. Er betritt das Reich der Drachen? Oh. Er ist ein Hase. Ja, moin. Und da sind die Drachen, jetzt aber richtig. Richtige Drachen. Im Reich der Drachen. Sind wir in der Kiste jetzt? Oder wie muss ich das verstehen? The paper dragons merged into a long letter and floated down towards Daniel to tell their story. Oh. Er kann die Geschichte der Drachen lesen. After the last war, the fantasy world enjoyed a long spell of peace and stability. But now, the giants have returned. Die Riesen sind They zurückgekehrt. have launched ferocious attacks, trying to invade your world through the room. We are prepared to launch the final defense. Then we will have to destroy your room, for it is the last remaining entryway into your world. Stimmt. Please believe this farewell will only be temporary. We will not be apart forever, and we will never forget our eternal mission of protecting you. Die Drachen beschützen At uns. that moment, the paper dragons flew back into the box. Sie beschützen uns und kämpfen gegen die Daniel still Riesen. couldn't fully understand what the paper dragons had meant, but he had a vague feeling in his heart that he may never see his new friends again. Ja. A Erstmal few nicht. days later, Daniel's chickenpox had fully recovered. He could now play the penny whistle very, very well.
Spielen kann But er jetzt. the paper dragons never returned. Aber keine Drachen mehr. In die Tasche stecken. Flöte. Ah, alles einräumen. Auch ohne Drachen müssen wir leider den Dachboden verlassen. Maybe it was time to leave and move on. Zeit, alles hinter sich zu lassen. Earthquake warning! Magnitude 6.2! Erdbeben? A massive earthquake is hitting our town! All townspeople, please leave your houses immediately and move to safe open spaces! Das bedeutet doch, Just then, dass die countless Kiste paper sich dragons öffnet. shot from the cardboard box. However, Oh. it seemed like they were under attack. Die Drachen werden Spinning, angegriffen. falling through the air in confusion. What's happening? Daniel quickly grabbed the stickers out from his bag and did his best to heal the injured paper dragons. Daniel hilft den Drachen. Alter, wie viele Drachen kommen da raus? Oh, wow. Wie soll ich denen denn allen helfen? Wie soll das denn funktionieren? Einsammeln. Oh, manche sind komplett zerstört schon. Okay, wir müssen die reparieren, die wir retten können. Schnell. Damit sie weiterkämpfen können. Alle reparieren, alle reparieren. Wo ist noch einer? Da ist noch einer. Oh. Und jetzt? Wow. Was? But the paper balls swarmed Alter. together and pushed Daniel away, subduing him firmly. So in the viele corner. He Papierkugeln. couldn't move. Festgehalten von Papierkugeln. Suddenly, ominous clouds rose from the box, and a violent lightning flashed through the room. Alter, jetzt sieht man auch den Figure of Riesen. the giant slowly emerged from the thick clouds, and the entire attic became overwhelmed with its evil aura. The earthquake is growing stronger! Now with a magnitude of 7.1! Heaven almighty! Und das verursacht das Erdbeben. The giant unleashed its power maniacally. The paper dragons struggled against it, with no means of fighting back. Die Drachen können sich nicht wehren gegen den Riesen. At this critical moment, 2 paper dragons shined brilliant. Was machen die? They heroically crashed their bodies into the giant. Oh, die crashen auch wieder in den... Daniel thought the giant had been defeated by the paper dragons. So wie eben auch, sind die da But soon, reingeflogen. He found that things would probably not be so simple. Nicht so einfach. Giant's figure could still be seen in the thick smoke. Der Drache ist immer noch da. Terrible. The attacks of the paper dragons had had no effect. Oh no. And the giant had only grown stronger. It fought back with a new ferocity. Oh, er zerstört alle The Drachen. dragons were simply no match for it. The earthquake is growing stronger still! Alter. The greatest disaster this town has seen in over 100 Mit einem years! Turbo-Erdbeben dabei. Will this nightmare ever end? With the paper dragons now all but defeated, Daniel spotted a frail figure in the distance. Sein Drache. It was Penny. Penny It ist flew noch da. gently in front of Daniel and affectionately rubbed its head against his fingers, as if this whole crisis had never happened. Daniel felt like Penny was trying to tell him something, but he didn't quite understand what. Penny will ihm irgendwas sagen. Penny then left Daniel and soared into the air with a determination in its wings. Suddenly, the other paper dragons seemed to be summoned. They Was flew machen die through jetzt? the air, all together in unison, responding to the call without an ounce of hesitation. At Greifen that jetzt alle moment, zusammen an. Penny turned into a great red beam and rushed fast towards the giant. The other dragons followed, shining together like a shooting star. Alle gegen den Riesen. At that moment, Daniel seemed to see a real dragon flying. No!
Der Drache fliegt gegen den Riesen. Ho, ho. A huge explosion from the impact drowned out everything else in the attic. Mächtige Explosion. The attic rained down with countless pieces of paper, the leftover scraps of the paper dragons. Daniel Papierdrachen wanted to collect all of the zerstört. pieces. He thought he could still fix them. Nein, die Drachen kann man leider nicht mehr reparieren. Leider nicht. Oh, guck mal. Oh no. Papierfetzen sammeln. Aber das wird auch nichts mehr bringen. Jetzt noch hier die Fetzen einzusammeln. Oh nein. Die ganzen Drachen. Alle erwischt. Muss ich noch mehr einsammeln? Oder nicht? Hier war gerade irgendwie einer. So viele Papierschnipsel, wie hier runterrieseln, Leute. Ah, hier ist noch einer. Sind es noch mehr? Ich weiß es nicht. Ah ja, hier war noch einer. Oh, das soll ich jetzt irgendwie zusammensetzen. Oh, das ist sogar... Das ist sogar Penny. Das ist Penny. Wir versuchen Penny zusammenzusetzen. Da ist er zusammengesetzt. Goodbye, my friend. Leb wohl, mein Freund, sagt er. Mach's gut, The nightmare is Penny. over. The earthquake has stopped. With God's mercy, our town is safe. Und das Erdbeben hat auch geendet. Protection. Das Ende. A few days later, the art festival was held as scheduled. Das Daniel Kunstfest. attended the show with his penny whistle. Und Daniel flötet. Daniel flötet mit seiner Flöte auf dem Kunstfest. And now, Daniel Trevor will perform a penny whistle solo of a song titled Fly With Me. Flieg mit mir heißt der Song auch noch. Da bin ich ja mal gespannt. Muss ich spielen oder macht Daniel das selber dieses Mal? Natürlich muss ich spielen. Und da haben wir nochmal den Song. Und jetzt ergibt auch der Song hier Sinn, Leute. Das sind alles Papierfetzen, die hier lang fliegen unten. Seht ihr das? Alles Papierfetzen, die zu kleinen Flugzeugen werden, die wegfliegen. Die armen Drachen. Ah, jetzt sehen wir hier noch die Erinnerungsfetzen, wie er mit seinem Drachenfreund gespielt hat. Das macht mich schon ein bisschen traurig jetzt. Daniel und die Drachen. Oh! Da fliegen die Drachen auch. Here be dragons. And that's how the story ends. Now, you might be wondering, what happened next? Are there still paper dragons in the world? Well, that's a difficult question to answer. But I believe that they are still protecting us somewhere in this world, just like they promised they would, forever.
into eternity. Here be Dragons. Die Papierbox, die die Fantasiewelt enthält. So eine schöne Geschichte. Tja, quatschen wir nochmal kurz mit den Leuten aus dem Konferenzcall darüber. Was ist mit den kleinen Drachen passiert? Weiß keiner. Wird momentan isoliert, an dem Dr. Daniel der leitende Direktor ist. Aber der Pappkarton hat keinen Mucks mehr von sich gegeben. Woher weißt du das, Gent? Ich dachte, du hast nicht an der teilgenommen an der Vorlesung. Gent hat 2 Jahre lang an SCP-1762 geforscht. Er weiß also mehr als wir. Oha, krass. Ja, dann weiß er definitiv mehr als wir. Hey, ich habe euch doch gesagt, dass das SCP nichts für mich ist. Ist wahrscheinlich einfach sehr traurig auch. Also keine Ahnung, das mit den Drachen macht mich irgendwie traurig. So die Fantasiewelt, die sich nicht mehr öffnet. Keine Drachen kommen mehr raus. Und das war's für diese Geschichte. Heute keine mörderischen SCPs, die versuchen uns umzubringen, sondern auch mal das Schöne an der SCP Foundation. Die schönen SCPs, die auch eingelagert und beschützt werden und an denen auch geforscht wird. Es sind nicht alle SCPs schlecht, obwohl wir natürlich immer nur von den bösen, großen, mörderischen SCPs hören. Gibt's auch Here be Dragons. Das war's für diese Folge, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut und bis dahin.